Wenn das klappt, Erik, heute Abend Freibier. Gut, also... Fans. Ja, da sind wir wieder. Vlogstyle. Mit der Erik, weil Marketing konnte heute Abend nicht. Nein. Und ja, dann müssen wir das eigentlich selber machen. Also wir haben noch eine Kamera hier. Und ja, Erik, es ist ein bisschen ein Versuch. Es war schon ziemlich eine Zeit her, dass du hier warst. Ja. Und was machen wir heute? Schläuchewechsel. Ja. Ja, weil wir haben eigentlich nach 1,5 Jahren noch kein Video, dass wir das Einfachste eigentlich, was man machen kann, natürlich einen Schlauchwechsel. Aber wir bekommen doch Fragen darüber. Sie haben einen Schlauch abgeschickt, der war leck. Nee, die sind nicht leck. Die sind in der Fabrik alle getestet, ne? Und ja, dass die natürlich luftdicht sind, weil wir verkaufen keine luftdichte Schläuche. So ist es einfach. Na. Gut, also, heute machen wir das richtig. Wir haben hier unsere Puchmaxi-Stahle. Na, da sind natürlich Schläuche drin weil das sind noch die Original Semperit. Ja, da ist Semperit-Reifen. Und also, ja, die Schläuche, die sind auch von 89 oder 88 oder, sag das mal einfach. Und ja, die sind leck. Also, die sind leck da beim Ventil. Auch hier sind die leck beim Ventil. Also, gut. Was machen wir heute? Ja, oft, wenn man einen Mofa kauft oder einen Puch kauft natürlich. Schläuche muss man fast immer machen. Ne? Naja, speziell hier beim Maxi Starlet natürlich. Die sind alt. Ne? Das machen wir ein bisschen in Timelapse natürlich, weil wir müssen erst die Räder mal ausbauen. Und ja, wenn die ausgebaut sind, dann können wir das wieder zeigen, wie man das richtig macht. Und wir versuchen das natürlich immer ohne... Oh, wo sind die beiden? Ah ja, die Hebel. Reifenhebel. Ja, wir versuchen das ohne zu machen, weil das Risiko ist natürlich mit einem Schläuchwechsel oder Räderwechsel, dass man das wieder leck steckt. Na gut, wir versuchen das ohne zu machen mit das richtige Fett. Wir haben auch Reifenfett da, das ist hier. Und ja, haben wir auch im Shop. Und wir haben noch diese Felgenschutz-Dinger, die man auch noch verwenden kann. Na, Reifen, Schläuche, richtig gemacht. Ja. Ja, Erik, da bin ich gespannt. Ja, sind wir im Bild? Ja. Muss ich die Seitenverkleidung ausbauen? Nein. GoPro. Wie viel Prozent? 75. 75%. Wir sind jetzt gerade 3 Minuten am Anfang. Ne? Oh, so ein Blödsinn. Ja, dann mache ich das mal aus. So, mal schauen. Oh. Wir sind YouTuber von nicht. Ja. Wir sind sehr schlechte YouTuber, wir eigentlich. Erik, was machen wir jetzt? Erstmal Rad ausbauen, ne? Ja. Also Bremsenlöschen. Bremsenlöschen, ja. Motorlöschen von Hinterachse. Ja. Dann... Ja, also Bremsenlöschen, Jungs. Diese Kette. Was machen wir damit? Auf die Seite? Ja. Ja? Das muss ich mal zeigen. Das ist das Einfachste. Und was machst du mit Motorkette? Auch auf der Seite. Auch auf der Seite, ja. Ja, geht das? Ja. Okay. Können wir ein bisschen mitgucken? Das geht nimmer. Was nicht? Das nicht. Geht das? Ja. Das ist ja wunderbar. Aber ich habe so meinen Zweifel. Aber der Erik. Verdammt. Nee. Mach das nicht für die erste Mal, hè? Nee, nicht zum ersten Mal. Warte mal. Ja. Fast raus. Und. So. Ja, so einfach ist das. So einfach ist das. Also Jungs, Räderausbau in 1 Minute, denke ich ungefähr. Dann müssen wir natürlich die restliche Luft einfach ablassen. Ne? Und... Oh Mann. Axe an der Seite. Ja, das sieht eigentlich super aus. Ne? Luft raus. Und dann haben wir hier ein Rad, das denke ich für das erste Mal in 30, 40 Jahren
ausgebaut ist, ne? Weil da ist eigentlich, wie machst du das? Was ist das? Das ist eine Ventilkappe von meiner Renner. Oh, echt? Und die kann man dafür? Und das ist gleich eine Ventilschlüssel. Daher sind diese Ja. Slitze drin. Ja. Nee. Und dann dreht man eigentlich das Ventil raus. Ja, das ist ein Ventil. Dreht man raus. Unglaublich. Ja, und dann hoffentlich, Erik, sind diese Reifen natürlich nicht so hart geworden, ne? Nein, hier sind nicht hart. Nee, die fühlen noch so ganz suppel auf Niederländisch Sieht keine Bridgestones. beim Montage. Ja, also Felgensicherheit drauf. Und ja, Erik, Ja. du hast jetzt diese Reifenhebel dabei, ne? Ja. Aber wir haben gerade versprochen eigentlich, dass wir das nicht nutzen, aber beim Demontage, bei Abmontage, Ja. dann muss man, Und ohne Hebel geht Demontage geht eigentlich. nee, geht nicht, weil man kann die Finger nicht runter bekommen natürlich. Ja. Ja, gut, das hört sich gut an. Wenn man die Reifen demontiert, immer anfangen beim Ventil. Wieso? Als du hier anfängt, Ja? wenn ich die Reifen über die Felge ziehe, Ja. geht die Reifen hier in die Felge und dann sieht man das Ventil kaputt. Ah, ja. Man fängt an bei Ventil Ja? und endet bei Ventil mit Montage. Okay, klasse. Ja, der Erik kennt sich auch richtig aus. Er ist natürlich auch Kfz-Mechaniker. Ja. Machst natürlich keine Reifenwechsel täglich. Aber da kommen natürlich Spezialgeschäfte, Reifen draufhauen bei im Geschäft, ne? Ja, habe ich auch noch 5 Jahre mit ihm gearbeitet. So. Oh, echt? Ja. Oh, echt? Ja. Also jetzt, Erik, du hast jetzt eine Seite abmontiert und dann Ventil muss man da rausschrauben. Oder diese Mutter, diese Eine Mutter. karierte Mutter, ja, die dreht man dann vom Ventil. Und dann einfach Ventil reindrücken und da kann man danach Schlauch rausziehen. Und da haben wir das. Was für eine Marke ist das? Da bin ich gespannt. Erstmontage von... Nee, Semprit, Jungs. Ja. Also richtig Erstmontage. Mal Reifen kontrollieren in der Seite, denke ich. Ja, die sind von außen sind die ein klein bisschen trocken, aber ich finde das zu schade, um diese eigentlich wegzuwerfen, Erik. Ja. Die gehen noch eine Runde mit, denke ich. Ja, die Innenseite sieht gut aus. Ne? Und wie gesagt, ich muss mit meiner Tochter eine Rundfahrt machen diese Sommer. Und ja, wenn das alles klappt, müssen wir noch Felgen, Innenseite mal nachschauen, dass alles ein bisschen gut ist. Ja, die sind natürlich ja, fast neu. Da muss kein Felgenband drin, weil das ist eine Gussfelge. Beim Speichenräder natürlich muss man immer eigentlich diese alte Felgenband ersetzen. Ne? Weil, ja, das sind Speichen, die sind scharf, da kann Rost entstehen. Was bauen wir ein? Michelin. Zonder kleren. Schau mal. Ja. Das ist 3 cm breiter. Geht das? 2,25, 2,50. Wie groß sind die Originalreifen eigentlich? Ist das 2,25 oder? 225, Ja, dann muss das gehen. Aber das wird ein bisschen schwieriger, denke ich. Ja, diese sind 200 Quad. 200. Ja, das sind also andere Maße. Ja, in Holland haben wir natürlich die City 25. Ja. Die 25 km/h Ausführung. 2.0. Ja. Auch vorne. Beim Ventil ist der Schlauch verstärkt. Oh ja. Okay, Erik, also Reifen wieder für die Hälfte drauf. Wenn ich das so sagen darf. Ne? Ein bisschen fummeln? Bisschen fummeln. Fummeln? Ja. Also, das schraubt man dann nicht ganz fest, ne? Nein. Ja gut, also 1 cm Spiel, Ja. sagen wir mal, bisschen Luft. Wie viel, Erik? Jetzt. Ein bisschen. Ein klein bisschen. Aber was ist, naja, mach mal. Das ist ein klein bisschen. Ja. Also 1 Sekunde. Ja. Das ist nur um der Schlauch ein bisschen gut in die Reifen zu liegen. Das soll doch nicht. Eigentlich müssen wir das zeigen mit den Reifenfett, ne? Ja, oh nee, der geht so drauf natürlich, ja. Okay, Jungs, na, das ist natürlich eine alte Reifen. Normalerweise muss man natürlich mit ein bisschen Reifenfett, aber auch bei unseren D-Stone, Anlass, all diese Reifen, die wir haben im Shop, muss man immer versuchen, das mit Hand einzubauen. Nicht mit dieser Reifenschlüssel. Wieso? Dann kann man das leck stecken. Und dann machen wir, naja, Erik sagt 3, 4 Bar, ich sage immer 6 Bar. Und dann haben wir das muss ich noch zeigen, Erik. Dann ist hier am Reifen
ist immer, bei jeder Reifen ist hier so ein, ich hoffe du kannst es sehen, so ein Streifen. Und diese Streifen, daran kann man sehen, ob die Reifen richtig am Felge sitzt. Ne? Ja. Das ist wichtig. Viele Leute wissen das nicht und die sagen dann, ja. Aber jetzt haben wir auch ein Risiko. Ohne Fett kann es sein, dass diese Reifen nicht... Pang ist immer gut. Ja. Ja, Pang ist immer gut. Okay, dann zeige ich jetzt mit Kamera. Hier sieht man die Streifen. Und hier läuft die Streifen viel höher. Also hier haben wir ein Problem. Ja, meine Reifen setzt sich nicht gut. Und da sage ich immer, dann ist es zu wenig Fett verwendet. Oder einfach Schlauch. Sitzt nicht gut im Reifen. Ja, wir haben das Problem gefunden. Hier sieht man, dass die Schlauch unter dem Reifen ist. Also das ist auch das Risiko mit einem etwas breiteren Maß. Da sieht man, was passieren kann. Ne? Und eine Reifenlöffel? Ja. Wieso? Gefährlich! Eigentlich. Ist die Reifen zu breit, ne? Ja, ist das vielleicht Ursache? Was denkst du? Eigentlich meine Fehler. Oi, was denn? Ja. Was denn? Je ziet bij das Ventil sind zwei von diesen Mutter. Oh, die waren noch da unten. Ne? Ja, ich habe eine Ja, das ist... draufgedreht. Ja. Ein bisschen. Das Ja, eigentlich ist diese... Aber Diese zweite... Ja, aber die waren noch am Innenseite von Felge. ja. Ja, nee, ist nicht richtig. Nein. Die andere, das ist eigentlich die zwei, da sind zwei Mutter dabei, die sind eigentlich zum Sichern. Und nicht, die müssen also nicht da unten noch sind. Weil dann sieht man gleich, was passiert. Ja. Jungs, Wieder für das zweite Mal. ja, WD-40, prima Öl, fast gut für alles, aber nicht für Gummi, Reifen. Wir bekommen das sehr viele Fragen darüber. Ja, ich mache das mit WD-40. Nee, nicht machen. Reifen, Seife oder normale Seife. Naja, gut. Zweiter Versuch, Jungs. Diese Mutter ist raus. Und da ist Felgenfett dran jetzt. Na, was kann doch schief gehen? Dass wir Von alles. dass wir das lekker stocken haben gerade. Na genau. Ja, ich höre nichts. Wie viel war jetzt drin, Erik? 5. 5, ist gut. Muss das richtig sein oder noch nicht? Ja, ist einfach gut. Ist einfach gut. Das kann natürlich auch durch Stand kommen mit diese alten Reifen. Wie viel Reifendruck machen wir eigentlich Standard bei einer Maxi S oder N? Ich mache immer 2.0 für Straße dann, ne? Ja. Und- Und auch 2.0, 2.1. So etwas, ne? Ja, als Basis, Jungs, kann man eigentlich so um die 2.0. Was wir natürlich in Acht nehmen müssen, ist natürlich Gewicht vom Fahrer, Straßenkonditionen, also ist es nass, ist es Schnee, ist es trocken. Wir machen jetzt das Maxi etwas höher am Tisch, dann hat man einfach mehr Spiel zum Arbeiten, ne? Oh, das ist eigentlich ziemlich einfach, ich sehe nicht. Nur Bremsanker. Ja, kann ich auch mal. Ja, Bremsanker ist rein. Und dann wird vielleicht die Mutter etwas löschen. Jetzt ist natürlich 5 Bar in die Reifen. Ja, das ist. Wird es auch größer. Ja, genau. Ja. Machen wir das vorne noch hetzelfde. Und wir machen noch in diesem Video machen wir noch ein Ding. Hier, unsere Tacho-Schnecke ist auch kaputt. Und da habe ich schon hier eine neue. Und die bauen wir da auch noch mal gleich in. Und dann können wir, da sind öfter auch Fragen darüber. Weil, Tacho-Schnecke klemmt, Tacho-Schnecke funktioniert nicht. Also da kommt bei einem Produkt im Shop, kommt denke ich in 1 oder 2 Wochen, kommt eine sehr kleine Video dazu, die wir jetzt auch machen, wie man das eigentlich richtig einbaut. Und da kann man auch, wir können dann auch so gleich zeigen, wie das Original eigentlich eingebaut ist, Erik. Gut, was ist wichtig? Natürlich das Rad gerade einbauen, das machen wir, ja, wie sagt man das? Auf unsere Augen. Oh, die Kette ist hier noch drunter, aber das ist kein Problem. Das ist einfach, weil das hier ist mit Feder. Ist nur ein bisschen scheiße, dass es da hinten ist. Aber Jungs, schau mal. Und wieder ausspannen. Also super. Mobfest, Jungs. Ich sage gerade mal deine Rücken. Mobfest. Ja, nicht vergessen, 25. Mai. Ich komme wieder dabei. Erik, 25. Mai. Ja. Haben wir Mobfest hier vor Ort, hier am Platz. Und ja, 500, 600 Mofas hier.
Ja, So. das geht einfacher als beim Hitdrauf, ne? Ja. Okay, mache ich das Kamera wieder so. Gut. Naja, gut. Wie gesagt, Reifenwechsel, das ist jetzt nicht mehr. Das wissen wir jetzt alle. Ne? Also ich kann noch ein bisschen reden, kein Problem. Machen wir das. Also wieder Reifen ein bisschen eindrücken, dass die sich löst von Felgenrand. Ja. Dann wieder Schrauben lösen. Innenreifen raus. Oder Schrauben muss ich sagen, unbedingt. Gut. Also. Baerbock war das, wenn die auf Fernsehen ist. Halt's Maul, Baerbock! Jetzt habe ich den Schlauch Bereits im Reifen gemacht? eingesetzt. Nee. Je ziet natuurlijk verschillende wegen naar Rome. Es sind verschiedene Wege nach Rom, ja. Ja. Hey, Mann, das finde ich schlau. Schlau. Das finde ich schlau. Naja. Gleich Mutter drauf, ne? Weil dann kann das nicht mehr rausrutschen. Okay. Das geht nimmer ohne Reifenhebel. Was? Zo niet? Das, nee. Ja, dann bin ich gespannt. Wenn das klappt, Erik, heute Abend Freibier. Ja, verdammt. Ja. Ja, das sieht super aus. Das ist eigentlich einfach, Erik. Und jetzt, Jungs, ze had man gehört. Freibier. Ja. Okay. Es ist noch nicht, es ist noch keine Luft drin, ne? Oh. Ja, erstmal, und es ist noch nicht eingebaut, ne? Nee. Ja, Jungs, alles ist wieder in Ordnung, Erik. Noch ein schönes Shot davon machen, so. Die macht der Stein das so. Er macht so. Ja. Oh, das ist eigentlich best wel vet. Okay, ja Jungs, also, Schläuche eingebaut, alles wieder eingebaut. Das nächste, was ich mache, ich denke nächste Woche, ist Motor drunter weg, weil natürlich muss revidiert werden. Wir brauchen natürlich noch Abonnés. Ne? Wir haben jetzt über 8000 und wir wollen gerne 9000 oder 10.000. Ja, natürlich. Ja, ich hoffe, das war eine gute Video. Das war natürlich ein bisschen Vlog-Style, also nicht echt Profi. Aber ich hoffe, ihr habt es gut durchstanden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also Jungs, vergesst nicht zu abonnieren. Drücke auf den Klingel, dann bekommst du eine automatische Notifikation, wenn ein neues Video online geht. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.